Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Heute soll es mal wieder um den Portal-Modus gehen. Dazu wurde gestern nämlich ein brandneuer Trailer gedroppt, plus das für mich wesentlich interessantere, die ganzen Informationen, die wir dazu in einem Blogpost bekommen haben. Also sprich, welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt in Portal wirklich alles einzustellen bzw. umzustellen? Darauf werden wir detailliert eingehen. Natürlich nehmen wir den Trailer am Anfang mit einer ganz schnellen und knackigen Short-Analyse mit und gleich im Anschluss kümmern wir uns um die wesentlichen Details im Portal-Modus. Der Trailer startet erstmal mit Battle of the Bulge, in dem Battlefield 2042 Soldaten eben gegen Zweite Weltkriegsszenario antreten. Wir sehen im Anfang gleich nochmal unseren Wallhack bzw. Wallhack Lady Jason Pike, wo einfach nochmal aus meiner Sicht klargestellt werden soll, dass die Reichweite von ihr dann doch nur relativ beschränkt ist und man da eben nicht so viel Sorge um Wallhacks etc. haben sollte. Wir sehen auch Panzer-Gameplay und eben auch einen gewissen Zerstörungsgrad im Hintergrund. Zumindest wird sehr, sehr viel Staub in dem Bereich aufgewirbelt. Also gehen wir davon mal aus, in Battlefield 1942 gab es ja diese Zerstörung in der Form nicht, dass man das jetzt eben mit der neuen Engine umgesetzt auch dann wieder mitbekommt. Zweite Karte ist El Alamein. Da sehen wir eine dicke Panzerschlacht mit Flugzeugen, mit, ja, natürlich jede Menge Panzer. Soll mit einer der größten Maps werden. Auf jeden Fall spannend. Valparaiso als nächstes mit dem Klassiker, ja, C4, okay, den Buggy, den haben wir jetzt auch schon 100.000 Mal gesehen, aber auf jeden Fall interesting. Arica Harbor haben wir mit am Start, auch wieder im Modern Setting, wo uns dann auch gezeigt wird, dass McKay nicht nur die eine Takedown-Animation bekommt oder kann, sondern da auch mehr kommt. Also das sind wir natürlich auch gespannt, beziehungsweise können wir natürlich auch damit rechnen, dass da der ein oder andere neue Move dann im Shop auch zur Verfügung stehen wird. Ich denke, da brauchen wir alle überhaupt keine Sorge haben, dass das der Fall sein wird. Und im Anschluss kommen wir noch zur letzten Map, die uns präsentiert wird, und das ist Norscher Kanäle. Also ich denke, die Veteranen unter euch, die erinnern sich da an den Clusterfuck auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Freue ich mich persönlich auch wieder drauf. Caspian Border ist noch am Start. Battlefield 3 vs. Battlefield 2042 Map. Also das sieht schon alles, muss man sagen, sehr, sehr lecker aus. Vorsichtig, natürlich muss man immer sein. Es ist ein Battlefield-Trailer, aber wir bekommen einfach noch mal ein bisschen mehr Gameplay an die Hand. Ich würde jetzt an der Stelle noch gar nicht zu tief in die Analyse eines 1 Minute 20 langen Trailers einsteigen. So die groben wichtigen Punkte haben wir mal mitgenommen. Mit Sicherheit, ja, kann man jetzt noch die Waffen durchanalysieren und so weiter. Aber am Ende des Tages ist es ja nicht abhängig, was wir im Trailer sehen, sondern was wir im finalen Spiel sehen. Wesentlich interessanter, wie gesagt, finde ich auf jeden Fall die Informationen, die wir begleitend dazu gedroppt bekommen haben, in der Form, was wir in diesem Portal-Modus alles einstellen können. Und genau das werden wir jetzt an der Stelle einmal durchgehen. Also nochmal ein großer Überblick oder grober Überblick, was ist Portal überhaupt? Also Portal ist der Sandbox-Konfigurator, wo wir aus Bad Company 2, Battlefield 3, Battlefield 1942 und natürlich dem aktuellen Battlefield 2042 in unserer Sandbox alles Mögliche zusammenwerfen und voreinstellen können. Und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Es ist wirklich eine Menge an Dingen, die wir voreinstellen können. Über 50 Einstellmöglichkeiten. Das betrifft einfache Änderungen von zum Beispiel Waffenlayouts, weitere Maps, Rotations der Maps einbringen, detaillierte Einstellungen zu den jeweiligen Vorlieben. Man kann sogar die Geschossgeschwindigkeit, die Gesundheitsregenerationsraten, Wert des Schadens und verschiedene Hitboxen einstellen. Da bin ich natürlich sehr gespannt, wie das funktionieren soll. Und genau das wollen wir uns jetzt aber mal im Detail etwas genauer anhand des EA-Blogposts dann eben anschauen. Ich werde euch immer die entsprechenden Screenshots dazu einblenden, dass ihr da auch mit auf dem neuesten Stand seid. Also, Kernaussage ist auf jeden Fall, egal von welchem Gerät ihr das angehen wollt, also die Konfiguration, jetzt nicht das Spiel, ist es möglich. Also sogar vom Handy über Tablet, über Laptop, über PC, über keine Ahnung was für eine Funktion, soll das eben möglich sein, und dafür benötigt man, wie gesagt, lediglich ein gültiges EA-Konto. Und im Anschluss gibt es dann sogar die Möglichkeit über einen Freigabecode, also so wie man es von anderen Plattformen eigentlich kennt, oder wenn man irgendeinen Link teilt, egal ob das jetzt ein Video ist, bei der Gelegenheit gerne dieses Video teilen, Freunde, kann man das eben auch an seine Mates dann einfach weiterleiten und die dann direkt auf den Server schicken. Das Ganze sieht man in der Browser Experience bzw. im Kernbild wie folgt aus. Blende ich euch an der Stelle einfach mal kurz ein. Und das ist eben die Basis, von der wir abspringen können, beziehungsweise von der wir dann unsere eigenen Modifikationen dann eben einstellen können. Und mit der ersten Modifikation wollen wir jetzt starten. Das ist nämlich der Spielmodus. Man kann aus mehreren Spielmodi eben wählen. Das ist einmal Eroberung groß, das ist einmal normale Eroberung, es ist Rush, frei für alle und Team
Team Deathmatch. Und diese Modi können wir dann auch auf den unterschiedlichsten Maps aktivieren, egal jetzt aus welchem Battlefield-Teil das Ganze kommt. Es gibt natürlich seitens DICE hier Empfehlungen und auch schon gewisse Voreinstellungen, also auch was Spielerzahlen betrifft und eben auf die Karte angewandt. Logischerweise werden halt dann für die großen Karten Empfehlungen 128 Spieler, mittlere 64 und kleinere dann eben zurückgerechnet auf 32 oder ähnlich Spieler empfohlen. Das Wichtigste aber vorab, es ist unsere Entscheidung. Also wenn wir Norscher Kanäle zum Beispiel mit 128 Spieler Infanterie Grenades Only spielen wollen, dann ist das unsere Entscheidung und wir können das auch tun. Finde ich sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz gibt es, wie gesagt, ein paar voreingestellte Loadouts, also beziehungsweise Layouts, in der auch alle Karten mitgefangen sind, beziehungsweise angewandt werden können. Und das finde ich auch sehr gut. Die unterteilen das hier eben in Large Layouts, Medium Layouts und Small Layouts. Und dann ist natürlich klar, auf was man sich dann da für den jeweiligen Modus zum Beispiel einschießen könnte. Das ist jetzt natürlich auch wieder insbesondere interessant, wenn wir in dem Bereich Competitive denken, ob man dann zum Beispiel auch eine kleine Eroberung in einem Small Layout spielen kann, wie die Karten dann aufgeteilt sind, ob man die vielleicht sogar selber setzen kann. Also, da sind wir mal sehr gespannt und schauen uns jetzt nochmal weitere Details zu den Spielmodi an. Und hier wiederum sehen wir dann, wenn wir in die Kerneinstellungen einmal gehen, wir können die maximale Human Player Anzahl einstellen, das heißt auch regeln, inwiefern da KI oder etc. unterstützen sein soll. Wir können die Spielzeit eingeben, Squad Spawn Type, das Per Squad Character Limit, also das kann sich sowohl dann auf Spezialisten beziehen, beziehungsweise auch wie viele Medics, etc., Sturmsoldaten oder whatever ihr in den alten Teilen dann mitnehmen möchtet. Reinforcements removed per Kill ist, denke ich, selbsterklärend und wie sich das Ganze multipliziert. Je nach Spielart bzw. Spielmodus hat man da mehrere Möglichkeiten, das Ganze auszuwählen. Man kann noch dazu verschiedene Modifikationen dann nochmal für das Gameplay zufügen. Also auch wieder Competitive, sehr interessant. Friendly Fire beispielsweise kann aktiviert werden. Die Wetter-Events, die können ein- oder abgeschaltet werden. Stationäre Waffen können geregelt werden. Classic Soldier Weapon Tuning, auch das ist interessant, gerade für die alten Teile kann aktiviert werden. Der Aim Assist und der Aim Assist Zoom Snap kann aktiviert werden. Was ich jetzt bloß wieder ein bisschen bedenklich finde, in Anführungszeichen, ist, dass wir wohl auch wieder einen Zoom Snap ins Game bekommen. Keine Ahnung, ob das im Hauptteil dann auch so sein wird. Ich hoffe es nicht, aber im Portal ist uns das auf jeden Fall egal, weil das Schöne ist, wir können es wie gesagt an- oder ausstellen, ob man mit sowas spielen möchte, beziehungsweise ob ihr das auf eurem Server haben kann und deswegen, ja, muss man in Summe auch einfach mal sagen, das ist wirklich der riesengroße Vorteil von Portal. Und wie detailliert man das Ganze einstellen kann. Also von der Projektilgeschwindigkeit über Kopfschussschaden, über Körperschussschaden, also natürlich auch Hardcore-Server wieder möglich. Man kann die Waffen und die Munition der Spieler limitieren und ob diese dann Munition auch fallen lassen, wenn sie gekillt werden. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Soldatenspezifisch gibt es auch wieder sehr, sehr viele Dinge, die wir jetzt auch für die älteren Battlefield-Teile beziehungsweise im Rahmen von Portal eben aktivieren können. Das ist zum Beispiel Ducken, Strafe werden des Sprintens bekommen, den Sprint an sich, das ADS, Zielen über die Zielvorrichtung, Ein- und Ausschalten, Heilung, also sprich Selbstregeneration, Sprint, Sliden, Squad-Wiederbelebung, also auch das könnt ihr alles individuell einstellen und modifizieren. Kommen wir jetzt auch mal zu den Fahrzeugen. Und auch hier ist es uns völlig freigestellt, wie wir das Ganze einschalten. Also von der Lebensgeneration bzw. Aufmunitionierung der Fahr- und Flugzeuge, ob wir Fahrzeuge generell erlauben wollen, ob wir Non-Combat Vehicles brauchen, also Transportfahrzeuge, ob das On-Foot Call-In sein dürfen, ob das im Deploy-Menü nur sein darf, ob das Spawns auf der Map sind, etc. Auch das kann alles ganz individuell eingestellt werden. Kommen wir nun zum User Interface. Auch das ist natürlich individuell einstellbar. Von Kompass über Minimap, über HUD, über die Soldatenwaffenmodifikation, also das Plus-Menü, das wir jetzt aus Battlefield 2042 kennengelernt haben und die verbündeten Identifikation. Natürlich können wir auch zwischen den Standardeinstellungen und dem Pinging Targets bzw. dem klassischen 3D-Spotting entscheiden und auch das wieder an- und abwählen, so wie wir das möchten. Kommen wir nur zum Thema Bots bzw. KI. Und bevor jetzt wieder alle aufschreien, müsst ihr nicht,
ihr könnt es aus- und einstellen. Ihr könnt bestimmen, ob PvP-Spieler bzw. richtige Spieler Bots ersetzen oder ob es einen Straight-Limit gibt an Bots, also für Leute, die das dann auch üben wollen. Straight-Bot-Only-Server können aktiviert werden. Also auch das ist komplett in unserer Entscheidungsgewalt. Kommen wir jetzt zu den Beschränkungen. Also wir wählen ja einmal, wenn wir alles so grob eingestellt haben, die Teams aus. Also möchtet ihr jetzt auf verschiedenen Karten jeweils mit einem Team spielen, also nur Battlefield 2042 zum Beispiel gegen Bad Company 2 oder Battlefield 1942 gegen Battlefield 3 und das durchlaufend oder fortlaufend durch, dann kann man das natürlich tun. Möchte man aber auch Fraktionsänderungen innerhalb unserer Map Rotation geben oder mit einbeziehen, dann ist das ein bisschen limitiert, weil dann automatisch auf der jeweiligen Karte das jeweilige Team mit ausgewählt wird. Aber zumindest sind wir immer noch frei, das selbst einzustellen. Wenn wir mal auf die Charaktere schauen, dann ist es natürlich so, dass wir alles mit reinpacken können, was wir aus den Games bekommen, von den neuen Spezialisten, die wir jetzt aus Battlefield 2042 kennen, bis hin zu den ganz alteingesessenen Soldaten in dem bekannten Klassensystem bzw. in deren Kampfrollen. Angefangen vom Assault über Engineer, über Medic, dem Scout, also alles ist mit dabei. Und richtig tiefgehend wird es dann bei den Waffen. Also es wird zum Start von Battlefield Portal über 75 Waffen geben, die wir dann wiederum auch entsprechend anpassen können und die von den Teams entkoppelt werden können. Das heißt, man kann diese dann komplett teamunabhängig nutzen. Das Ganze ist auch mit einem Filtersystem zu versehen, also kann man dann auch durchfiltern, auswählen, deaktivieren und im Zweifel kann man ihnen auch alle Waffen verwehren, dass sie dann nur mit Nahkampfwaffen spawnen können und ja, um auch diese Szenarien, die wir aus den Trailern jetzt schon gesehen haben, dann auch irgendwo nachzuspielen. Worauf sie auch nochmal eingehen, ist, dass viele Waffen nach und nach freigeschaltet werden und da kommt eben auch nochmal zum Tragen, dass Battlefield Portal ein ganz normaler, regulärer Modus ist, also in dem wir auch XP-Erfahrung, Waffenerfahrung, etc. mitgrinden können, aufsteigen können und uns dann eben unsere Portal-Waffen, Gadgets, Aufsätze, etc. auch aus den klassischen Battlefield-Spielen mit freischalten und reingrinden können. Selbes gilt auch für die Attachments. Hier können wir auf jeden Fall auswählen, welche Ammunitions wir freigeben, welche Visiere wir freigeben. Ja, also wollen wir nicht, dass Leute mit panzerbrechender Munition zum Beispiel durch die Gegend laufen. Kein Problem. Einfach sperren, einfach verbieten und alles ist in Ordnung. Selbes gilt auch für die Fahrzeuge. Also hier können wir auch vom Transportfahrzeug über Flugzeug, über Tanks, über whatever freigeben. Was dürfen die Fahrzeuge, von welcher Epoche dürfen sie genutzt werden, was dürfen sie nicht. Selbiges gilt natürlich auch für die Gadgets. Schauen wir auch hier nochmal ganz kurz auf die Übersicht über Explosives, über Revive Equipment, dürft ihr Raketenwerfer verwenden und so weiter und so weiter. Abschließend wollen wir jetzt nochmal kurz auf den Editor schauen, beziehungsweise wie sieht sowas aus. Ja? Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Auswahlmöglichkeiten, sehr viel zum Einstellen. Also wenn da jemand dann vielleicht im ersten Step auch ein bisschen überfahren von der Masse dieser Vielfalt ist, gibt es natürlich die Möglichkeit, und das hat da ist auch schon angekündigt, dass sie gewisse Default-Server, also Standardeinstellungsserver für bestimmte Szenarien dann auch mit freigeben werden. Also die müsst ihr dann nicht selber nachbauen, sondern die gibt es dann einfach schon und das ermöglicht dann den Einstieg und alles andere könnt ihr durchtesten. Und das werden wir auch machen. Egal von welchem Regelwerk wir kommen, irgendwie wird man sich da vermutlich so eine Basis anlegen, wo man sagt, okay, ich möchte sowieso auf jedem Server so und so spielen von meinen Einstellungen. Das kann man sich dann abspeichern, als Layout festlegen und dann macht man halt, auf was immer man an dem Tag dann Bock hat, so seine jeweiligen Modifikationen rein. Also das ist auf jeden Fall richtig, richtig geil und ich freue mich da unglaublich drauf. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn das Game nicht retten, in Anführungszeichen, es ist ja nicht untergegangen, aber wenn das nicht jeden Veteranen irgendwie zurück zu Battlefield holt, die es in den vergangenen Jahren vielleicht nicht so gefühlt haben, ja, dann weiß ich nicht. Also ich glaube, da fällt's sogar den Oberkritikern schwer, an sowas dann noch Kritikpunkte zu finden, beziehungsweise sich darüber auszulassen. Aber sind wir mal ehrlich, negative Punkte zu finden, das schaffen manche Leute immer wieder. Ich werde es heute auf jeden Fall nicht tun, sondern ich habe
jetzt einfach versucht, euch einen Überblick zu geben über das komplette System. Ist ein bisschen umfangreicher geworden, sorry dafür, aber zumindest seid ihr jetzt auf dem aktuellen Stand. Wie immer sind alle Verlinkungen bzw. alle Kapitel in der Videobeschreibung verlinkt, also wenn ihr jetzt da nochmal etwas gesondert sehen wollt, dann könnt ihr gerne nochmal zurückskippen, euch das nochmal in Ruhe reinziehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall für heute noch was. Haltet die Ohren steif, haut rein und bis dann, euer A-Team.